Wie ich da hingekommen bin zur Fotografie, aus Neugier eigentlich. Die erste Kamera hat mir meine Patentante geschenkt. Das war diese Pocket-Kamera von Kodak. Mich hat dann die Fotografie interessiert und nach der Lehre bin ich an die Akademie nach Düsseldorf gegangen, in die Klasse der angewandten Grafik. Aber es gab eben an der Akademie keine Fotografie. Insofern habe ich dann als Autodidakt eigentlich damit angefangen. Das war dann ziemlich kompliziert mit dem Professor. Der Professor wollte, dass ich Linolschnitte mache und ich wollte gerne Fotos machen. Und das führte dann im Endeffekt zum Eklat. Mein Professor hat mich einfach rausgeschmissen. Also ich musste die Akademie verlassen und war in dem Moment selbstständig. Und das ist jetzt 63 Jahre her. Ein fotografischer Auftrag war eigentlich der erste Auftrag nach dem Verlassen der Akademie. Und es war eigentlich eine Chance eher als ein Auftrag, weil ich jemandem begegnet bin durch Zufall, der mir die Chance gegeben hat, für ihn Glas zu fotografieren. Und dann scheiterte ich aber an den Aufgaben, weil ich einfach gar nicht wusste, wie man das lösen sollte, fotografisch. Das wäre heute jetzt anders, aber damals war das einfach dann das Ende. Ja, es gab dann eine zweite Chance durch die Lufthansa und das fing eigentlich ganz klein mit Sachaufnahmen an. Und irgendwann hat sich das dann aber so ergeben, dass sie mich dann anfingen, in die Welt zu schicken. Und zwar jedes Mal, wenn sie eine neue Strecke eröffneten, weil sie brauchten einfach Fotos von der neuen Destination. Der erste Flug war für mich damals nach Madrid und ich sollte eigentlich nur während des Fluges fotografieren und ich kam dann aber am selben Tag nicht wieder mit der Maschine zurück. Und dann bin ich in Madrid rumgelaufen und habe einfach Fotos gemacht. Und diese Fotos letztlich führten dazu, dass sie sagten, ja, wollen Sie nicht für uns mal nach? So, und dann ging das weiter. Und dann kam ein Ding nach dem anderen. Ja, das war natürlich für mich eine fantastische Reise in dem Alter, einfach die Welt zu sehen und gleichzeitig Fotos zu machen. Und durch diese Plakate, die damals entstanden sind, kamen dann andere Leute, Agenturen und sagten, wollen Sie in dem Fall zum Beispiel für uns nicht mal ein Auto fotografieren? So ging das eigentlich immer weiter. Und ich habe mich glücklicherweise eigentlich nie bewerben müssen, sondern ich habe immer meine ganze Konzentration in die Arbeit gesteckt und versucht, es anders zu lösen. Und das führte in der Regel dann dazu, dass immer wieder neue Leute kamen und sagten, ja, wollen Sie nicht mal und so weiter und so weiter. Das war eine Anzeige für Fiat und gleichzeitig ein Werbespot. Diese Kampagne von dieser Agentur aus New York war ziemlich
ungewöhnlich, weil die sich mit der Problematik des Verkehrs auseinandergesetzt haben. Wie kann man den Leuten erklären, dass eigentlich ein kleines Auto viel vernünftiger ist, besser ist? Und die Art der Fotos war eben nicht diese übliche Autofotografie, sondern es war eher in Richtung des Bildjournalismus. Heute könnte man das digital machen, ne? Aber der Unterschied ist einfach, wenn du genau guckst, dann hängen die Räder raus. Und das passiert nur, wenn du das live machst. Es war keine ökologische Frage, kleine Autos zu bauen, sondern es war einfach eine verkehrstechnische Frage eigentlich. Man hat an die Vernunft appelliert, eher als an ein schlechtes Gewissen, sage ich jetzt mal. Inneren Konflikt gab es natürlich häufiger. Und ich erinnere das noch, dass ich plötzlich dachte, da laufen jeden Tag so und so viele 1000 Autos vom Band. Das geht nicht gut. Das kann ja gar nicht gut gehen. Das war für mich einfach so eigentlich eine erschreckende Erkenntnis, weil ich habe ja die ganze Zeit immer Autos fotografiert und ich habe das auch gerne gemacht. Ich fand das auch interessant, weil ein Auto einfach ein unglaublich komplexer Gegenstand ist und teilweise auch schön, aber das hat mir schon schwer zu denken gegeben. Dann kam ein anderer Fotograf und wollte mich als Modell für Zigaretten engagieren. Und dann habe ich gedacht, dann sehen meine Kinder mich rauchen auf Plakaten. Das geht ja überhaupt nicht. Und damit war dieses Thema auch irgendwie erledigt. Es gab andere Dinge, die ich auch irgendwann nicht mehr gemacht habe. Das war Alkohol, das waren Pelze, alle diese ganzen Dinge, wo ich dann plötzlich gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr. An der Sachfotografie hat mich eigentlich interessiert, dass mich die Dinge immer interessiert haben. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass mir das einfach mehr liegt als andere Dinge, weil ich hatte ja ganz viel ausprobiert. Drinnen und draußen und große Kamera drinnen und draußen und kleine Kamera drinnen und draußen. Und alles, was ging, ich habe das immer versucht, aber bei den Dingen und dieser konzentrierten Arbeit habe ich mich eigentlich immer am wohlsten gefühlt. Im Grunde genommen ist unsere Welt gemacht, vom Teelöffel bis zum Auto. Das hat mich immer interessiert. Und dann kam eben die Frage, wie soll ich das denn fotografieren? Oder wie kann ich das denn fotografieren? Ist das interessant als Bild oder ist es nur eine Abbildung? Und dieser Prozess, der war dann irgendwie meine Welt. Interessieren tut mich eigentlich immer das, wenn jemand sagt, das ist das Problem oder das ist der Gegenstand oder das ist die Aufgabe. Mach, was immer du denkst. In der kommerziellen Fotografie gibt es so einen Begriff Troubleshooter, also einer, der Schwierigkeiten lösen kann. Und dieses Etikett hatte ich an mir kleben und die kam immer mit irgendwelchen Problemen. Und mich hat dann gereizt, diese Probleme zu lösen. Das ging aber gar nicht eigentlich um das Foto, weil die Fotos waren teilweise ganz uninteressant. Mich hat einfach diese Problemlösung interessiert. Und das betraf jetzt nicht nur die technische Problemlösung der Fotografie, sondern auch einfach die Möglichkeit, das überhaupt zu fotografieren. Ich habe eigentlich immer versucht,
Dinge anders zu lösen. Das hat vielleicht dazu geführt, zu einer Handschrift, die hat man mir aber dann irgendwann zugeschrieben. Also man hat immer gesagt, ja, das ist der macht das immer alles ganz, ganz einfach, ganz minimalistisch. Das liegt mir natürlich und das möchte ich auch, aber das war jetzt nie in meinem Kopf, dass immer alles so sein muss. Ich habe eben auch versucht, ganz andere Dinge zu machen. Und ich habe ja auch ganz furchtbar kitschige Sachen gemacht. Also ich habe nichts ausgelassen. Und fand das teilweise eben auch richtig gut, das einfach zu probieren. Aber immer wieder mir selber auch eingestehen müssen, dass ich das nicht bin. Und insofern wurde das wahrscheinlich dann irgendwann eben zu dieser Handschrift, dieser sogenannten einfachen, reduzierten Form, Dinge zu zerlegen oder wie auch immer zu interpretieren oder zu fotografieren oder was. Mir hat das immer viel Spaß gemacht, frei zu arbeiten. Man fängt ja auch an zu fotografieren, weil es einem einfach Spaß macht. Und das in dieser, ich sag mal, professionellen Arbeit kommt das aber eigentlich zu kurz. Da war keine Luft für freie Arbeiten. Und dann gab es irgendwann plötzlich so Situationen, wo ich nicht mehr wochenlang jeden Tag im Voraus wusste, was ich demnächst machen würde, sondern da war einfach dann auch mal Luft und dann konnte ich plötzlich auch andere Sachen machen. Und das hat ja unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt die ganzen letzten Jahre habe ich überwiegend nur freie Sachen gemacht. Und das ist natürlich ein großes Vergnügen. Für mich war die erste Ausstellung eigentlich problematisch, diese Bilder jetzt plötzlich an der Wand zu sehen. Losgelöst von allem, nur als Foto. Weil das einfach nicht für diesen Zweck gemacht war. Damals war das für eine Anzeige gemacht. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, dass man das an die Wand hängt. Die Bilder waren immer irgendwo gedruckt. Und das war ja auch ein Medium in der Regel, was kurzlebig war, also meistens eine Woche, höchstens. Und diese ganze kurzlebige Welt trotzdem in irgendeiner Form so mitzugestalten, dass es einen eigenen Bestand hat, das war immer eigentlich der Anspruch, den ich hatte. Also die Qualität für die Anzeige war für mich entscheidend. Weil die Anzeige sehen ja unglaubliche Mengen von Menschen und die werden ja dadurch beeinflusst und eben auch durch die Qualität beeinflusst. Angefangen digital zu arbeiten habe ich 2007. Da gab es einen Auftrag. Und bei aller Recherche hat sich herausgestellt, es war analog nicht mehr zu machen. Ökonomisch nicht, zeitlich nicht, also einfach unmöglich. Und da gab es nur die Entscheidung, mache ich das, will ich das? Wenn ja, dann muss ich das digital machen. Dann haben wir uns einen professionellen Bildbearbeiter als Hilfe dazugeholt und dann haben wir parallel zusammen gearbeitet. Und da sind wir so ganz allmählich in diesen Prozess gekommen. Die Arbeit an sich aber habe ich nicht verändert. Und wir haben selbst jetzt bis zum Schluss
mit dem gleichen Equipment gearbeitet wie alle Jahre vorher, nur eben mit einem digitalen Rückteil, aber nicht mehr mit Film. Alles andere ist geblieben. Und die Art zu fotografieren hat sich auch nicht verändert. Ich habe nie gesagt, ach, das machen wir in Photoshop, ach, das machen wir später, ach, das machen wir sowieso. Nein, nein, nein. Ich habe immer an dem Bild so lange gearbeitet, bis es fertig war. Aber es gab dann irgendwann plötzlich bei mir diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin mitten am Tag oder nachmittags plötzlich völlig erschöpft. Und wir arbeiten einfach weiter. Und ich habe das nicht begriffen, dass diese neue Technik einfach nie eine Pause macht. Und dann haben wir eben angefangen, selber Pausen zu machen, die vorher einfach von der Technik vorgesehen waren. Was wird das letzte Bild sein? Ich hatte irgendwie den Wunsch, zum Schluss irgendwas zu machen, woran ich richtig Spaß hatte. Und dann kriegte ich plötzlich eine Idee. Und das war so eine Idee, nach der ich immer gesucht habe. Aber ich hatte sie einfach nicht. Und dann dachte ich plötzlich, nee, komm, das machen wir noch. Und dann haben wir alles wieder installiert, alles wieder angeschlossen, all die Blitze wieder angeschlossen, den Computer wieder angeschlossen, alles wieder von vorn. Und dann haben wir ganz ruhig hintereinander weg eine ganze Serie gemacht. Und die war mit viel Spaß verbunden. Und da habe ich gesagt, so, okay, das ist jetzt das Ende. Und das war für mich prima.